Kennst du das? Du liegst im Bett, willst eigentlich schlafen und plötzlich schießt dir ein Gedanke durch den Kopf. Habe ich die Tür abgeschlossen? Oder war der Herd wirklich aus? Oder vielleicht, habe ich schon die Rechnung bezahlt? Kleine, unscheinbare Gedanken, die sich in deinem Kopf aufblähen, bis du dir absolut unsicher bist und sie erst überprüfen musst, um Ruhe zu finden. Aber Grübeln hört hier nicht auf. Es packt auch die großen Themen. Was, wenn ich heute die falsche Entscheidung getroffen habe? Was, wenn ich alles in die falsche Richtung lenke? Ob winzige Alltagsknoten oder riesige Lebensfragen. Grübeln macht aus beiden Endlosschleifen, die dich festhalten. Von außen sieht's harmlos aus. Drinnen dreht dein Kopf Karussell. Zeit, mal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Also, was passiert beim Grübeln eigentlich wirklich? Grübeln klingt erstmal wie Nachdenken, ist es aber nicht. Beim Nachdenken findest du einen Plan, beim Grübeln drehst du Kreise. Es fühlt sich an, als wärst du beschäftigt. In Wahrheit trittst du nur auf der Stelle. Wie ein Auto, das Gas gibt, aber im Leerlauf hängt. Und dein Kopf flüstert, wenn ich nur lange genug über alles nachdenke, finde ich eine Lösung. Doch in echt wächst nur die Unsicherheit und mit ihr die Angst. Am Ende zweifelst du sogar an den einfachsten Dingen. Habe ich wirklich die Tür abgeschlossen? Natürlich war sie zu, aber hey, sicherheitshalber hast du jetzt auch noch deine Nachbarn geweckt. Damit du verstehst, warum Grübeln so tückisch ist, lass uns mal ein paar harte Fakten anschauen. Fakt 1. Grübeln macht Probleme größer. Unser Gehirn verstärkt das, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. Je länger du über etwas nachdenkst, desto größer und bedrohlicher wirkt es. Selbst wenn sich in der Realität nichts geändert hat, fühlt es sich nach einer Stunde Grübeln doppelt so schwer an. Wie bei der Frage, war die Herdplatte wirklich aus? Am Anfang nur ein Mini-Gedanke, dann wächst er so sehr, dass du keine Ruhe findest, bis du nachsiehst. Fakt 2. Grübeln gibt dir das Gefühl von Kontrolle, in Wahrheit verlierst du sie. Du denkst, ich gehe alle Möglichkeiten durch, damit ich eine Lösung finde. Du glaubst, du steuerst souverän durch ein Labyrinth. In echt rennst du immer wieder in dieselbe Sackgasse. Irgendwann klebst du schon Post-its dran, hier war ich schon. Aber du rennst trotzdem wieder rein, um festzustellen, hier war ich doch schon. Fakt 3. Grübeln ist ansteckend. Wenn du viel Zeit mit Menschen verbringst, die alles zerdenken, schnappt dein Kopf das Muster auf wie ein Ohrwurm. Plötzlich kreist du selbst, obwohl es gar nicht dein Thema war. So wie eine Freundin, die seit Tagen überlegt, ob sie das richtige Hotel für den Urlaub gebucht hat. Und zack, abends fragst du dich selbst, ob dein eigenes Hotel im Sommer auch passt. So steckt Grübeln an wie Gähnen, nur viel anstrengender. Fakt 4. Grübeln raubt dir Lebensqualität. Statt Probleme zu lösen, hält dich Grübeln in einer Endlosschleife fest. Es ist wie ein Labyrinth. Du suchst den Ausgang, drehst jede Ecke um und stehst trotzdem immer wieder vor derselben Wand. So vergeht Stunde um Stunde und viele merken erst spät, wie viel Lebenszeit sie darin verloren haben. Typisch dafür sind Gedanken wie, habe ich wirklich die richtige Entscheidung getroffen? Immer wieder dieselbe Frage, nie die Lösung. Und das Verrückte, irgendwann kennst du jede Wand schon beim Vornamen, nur den Ausgang findest du nie. Fakt 5. Grübeln verlängert Probleme und belastet den Körper. Studien zeigen, Grübeln zieht Probleme künstlich in die Länge, statt sie zu lösen. Die Folge? Du verlierst Schlaf, bist erschöpft und dein Körper läuft im Daueralarmmodus. Herz klopft, Schultern spannen sich, der Atem wird flach. Dein Kopf denkt, er wäre fleißig am Lösen, in Wahrheit schwächst du dich selbst. Und genau das kennst du vielleicht. Du liegst nachts wach, weil dein Kopf ein Problem 10-mal durchkaut. Du drehst dich hin und her, schaust auf die Uhr. Erst 1:30, dann 3, dann 4. Am nächsten Morgen bist du fix und fertig, obwohl das eigentliche Problem immer noch genauso ungelöst ist wie gestern. Das zeigt, Grübeln frisst Energie und Lebenszeit, aber es bringt dich nicht weiter. Und genau hier brauchst du den ersten Notausschalter. Hier ein paar schnelle Stopps, die sofort wirken. Frag dich, denke ich gerade oder grüble ich nur? Sag dir innerlich oder laut, Stopp! Ja, so simpel, aber es bricht die Schleife. Stell dir einen Timer. 5 Minuten nachdenken, dann Schlussstrich. Und wenn du ein richtig praktisches Tool willst, das dich sofort zurück in den Moment holt, schau dir mein Video zur 5-4-3-2-1-Methode an. Damit stoppst du Grübelgedanken in Sekunden mit einer simplen Sinnesübung. Ich verlinke dir das oben rechts. Doch warum ist es so verdammt schwer, damit aufzuhören?
Weil dein Gehirn ein Gewohnheitstier ist. Stell dir vor, du gehst jeden Tag denselben Weg zur Arbeit. Nach einer Weile gehst du ihn automatisch, ohne nachzudenken. Beim Grübeln läuft's genauso. Dein Kopf nimmt immer wieder dieselbe Gedankenspur. Und das fühlt sich auch noch produktiv an. Wie ein Hamster im Rad. Viel Bewegung, null Fortschritt. Dann kommt der Teufelskreis. Je mehr du grübelst, desto schlechter fühlst du dich. Und je schlechter du dich fühlst, desto mehr grübelst du. Dazu mischt sich der Körper ein. Herz rast, Muskeln spannen sich, Atem stockt. Dein Körper denkt, Achtung, Gefahr. Und dein Kopf grübelt noch mehr, um diese Gefahr zu kontrollieren. Zack, willkommen in der Endlosschleife. Okay, und jetzt die Frage, wie kommst du da wieder raus? Es gibt ein paar einfache Tricks, die dir aus der Grübelschleife helfen können. Schreib's auf. Statt immer im Kreis zu denken, pack die Gedanken aufs Papier. So beruhigt sich dein Kopf, weil er weiß, okay, gespeichert, ich kann loslassen. Wie ein schwerer Rucksack, den du endlich von den Schultern nimmst. Mach den Handlungscheck. Frag dich, kann ich jetzt etwas tun? Wenn ja, dann tu es. Wenn nein, dann steig aus dem Hamsterrad. Grübeln lässt dich rennen, aber nie ankommen. Oder verschieb's bewusst. Schreib dir, heute Abend um 8 ist Grübelzeit. Klingt komisch, aber bis dahin hat sich die Hälfte deiner Sorgen von selbst erledigt. Park den Gedanken. Stell dir vor, du hast im Kopf einen Parkplatz oder eine kleine Schublade. Da legst du den Grübelgedanken bewusst ab, mit dem Versprechen, ich kümmere mich später drum. Allein dieser kleine Trick schafft sofort Luft im Kopf. Dein Gedanke ist nicht verloren, aber er blockiert dich auch nicht mehr. Und wenn gar nichts geht, umlenken. Grübeln ist Energie ohne Richtung. Gib ihr einen neuen Weg. Geh raus, dreh die Musik auf, beweg dich. Wie ein Stau, der sich endlich auflöst, wenn du eine Ausfahrt nimmst. Und falls dein Kopf trotzdem weiterdreht, mach's einfach lächerlich. Stell dir deine Grübelgedanken mal wie eine überdrehte Comedy-Stimme vor. Mickey Mouse, Donald Duck oder dein Chef mit Helium in der Lunge. Plötzlich wirkt das Drama halb so wild. Und wenn du dich fragst, bringt mich das weiter oder drehe ich nur Pirouetten im Kopf? Dann merkst du schnell, das Ganze ist gar nicht mehr so bedrohlich. Manchmal reicht ein kleiner Schmunzler, um dem Grübeln die Show zu stehlen. Also, was heißt das alles für dich? Grübeln ist menschlich, aber selten nützlich. Es fühlt sich an wie Arbeit, bringt dich aber nicht voran. Die gute Nachricht, du musst nicht gleich alle Gedanken stoppen. Schon ein kleiner Unterbrecher reicht, um wieder klarer zu sehen. Denn Handeln bringt dich vorwärts, auch wenn's mal schief geht. Grübeln und Zögern dagegen halten dich fest. Jetzt bist du dran, kleiner Testlauf für mehr Klarheit. Probier's heute aus. Wähl dir einen Trick und setz ihn um. Und schreib mir in die Kommentare, ob's geklappt hat oder ob dein Kopf dir wieder eine Nachtschicht aufgedrückt hat. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich hoffe, dein Kopf fühlt sich jetzt ein kleines Stück leichter an. Wenn dir das Video gefallen hat, drück den Daumen nach oben und klick auf Abo. Dann verpasst du keinen neuen Impuls mehr. Und falls du noch tiefer ins Thema einsteigen willst, in der Videobeschreibung findest du wie immer hilfreiche Bücher und Hörbücher, die dich beim Grübelstopp unterstützen. Bis zum nächsten Video hier auf Sentivita.